In diesem Video zeige ich dir ganz genau, wie man Gavin Harrisons Paradiddle Challenge spielt. Dazu gibt es auch ein kostenloses PDF. Als ich diese Übung zum ersten Mal selbst probiert habe, konnte ich sie überhaupt nicht spielen. Aber schon nach kurzer Zeit hat es mit diesen Schritten geklappt und weil ich Gruppierungen und Unabhängigkeitsübungen liebe, habe ich diese dann noch für mich weiterentwickelt. Also bleib unbedingt dran. Hi YouTube, Gavin Harrisons Paradiddle Challenge. Er ist ja bekannt für seine interessanten rhythmischen Konzepte und Verschiebungen und hat diese Übung also in seinen Drum Clinics und Lessons gezeigt. Die Idee dahinter ist grundsätzlich einfach. Es werden zwei Paradiddles gespielt, einmal mit den Händen, einmal mit den Füßen. Aber in zwei verschiedenen rhythmischen Ebenen. Die Hände spielen Sechzehntel, die Füße spielen punktierte Achtelnoten oder anders gesagt eine Dreiergruppe innerhalb der Sechzehntel-Notenunterteilung. Es wird also jede dritte Sechzehntelnote gespielt und der Paradiddle auf dieses Muster gelegt. Das erfordert einiges an Unabhängigkeit und Koordination, ist aber mit der richtigen Herangehensweise definitiv machbar, trainiert verschiedene Aspekte und macht ganz einfach tierisch Spaß. Also hol dir gleich das kostenlose PDF, Link wie immer in der Beschreibung und Herausforderung angenommen. Yeah! Die Basis ist ein Paradiddle in Sechzehntelnoten auf der Snare Drum mit Akzent auf dem Viertelpuls. Also jeweils der erste rechte und in der zweiten Hälfte der erste linke Schlag von den Einzelschlägen des Paradiddles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zu diesem Paradiddle auf der Snare Drum spielt die Bassdrum jetzt jede dritte Sechzehntel, also eine Dreiergruppierung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Im nächsten Schritt spielen wir das gleiche, aber statt Bassdrum mit dem Hi-Hat-Fuß. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt spiele ich auf diesem Muster der Dreiergruppierung die Bassdrum und Hi-Hat abwechselnd, also als abwechselnde Einzelschläge oder Single Strokes. Kurzer Übetipp: Wichtig bei allen Schritten ist, du wechselst immer erst zum nächsten, wenn der vorherige Schritt gut funktioniert und du ihn sicher spielen kannst. Du musst sozusagen das Haus vom Fundament her stabil aufbauen, damit es später nicht einstürzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der letzte Schritt zu Gavin Harrisons Paradiddle Challenge. Wir spielen jetzt statt
der Einzelschläge mit Bassdrum und Hi-Hat-Fuß den Paradiddle-Handsatz. Also rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links oder Bassdrum, Hi-Hat, Bassdrum, Bassdrum, Hi-Hat, Bassdrum, Hi-Hat, Hi-Hat. Dadurch entsteht ein schöner Kontrast und eine neue rhythmische Ebene, die zwischen Halftime und dem Viertelpuls liegt. Also zwei Paradiddle laufen sozusagen in verschiedenen Geschwindigkeiten übereinander. Das klingt so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etwas schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noch schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wie bereits anfangs angekündigt, möchte ich dir noch ein paar Ideen mitgeben, wie du das Ganze noch erweitern kannst. Diese Optionen sind für mich beim Üben in meinem System natürlicherweise die nächsten logischen Schritte. Entwickel das bitte in alle erdenklichen Richtungen weiter. Gavin Harrisons Paradiddle Challenge ist eine hervorragende Grundidee, aus der du dann dein ganz eigenes persönliches Konzept machen kannst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wow, diese Übung ist echt hart. Ich werde auf jeden Fall weiter daran arbeiten und das für mich weiter ausbauen.
Ich poste immer mal wieder auf Instagram aus meinem persönlichen Üben ein paar kleine Ausschnitte. Wenn du Lust hast, schau mal da vorbei oder häng hier unten mal einen Link an zu deiner Version dieser Übung. Vielen Dank fürs Anschauen. Lass mir gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere den Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Also gleich auf den Abo-Button klicken und wenn du die Glocke aktivierst, wirst du immer sofort über neue Uploads benachrichtigt. Jetzt bist du dran. Schreib mir mal in die Kommentare, welcher Schritt von 1 bis 5 für dich am schwierigsten ist, beziehungsweise ab welchem Schritt wird es so richtig hart. Als Rausschmeißer spiele ich dir die komplette Challenge am Stück. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Üben und wir sehen uns im nächsten Video. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.